So, hallo allerseits. Heute gibt es diesen Let's Talk About Video, diesmal über die Farben, die ich verwende. So, zu den Farben, die ich verwende. Das sind hauptsächlich von Revell die Aquacolor. Das sind Acrylfarben. Leider genießen die einen ziemlich schlechten Ruf. Das ist mir ziemlich unerklärlich, warum. Viele Leute beanstanden, dass die so verklumpen und auch für den Airbrush völlig ungeeignet sind. Ich denke mal, meine Videos beweisen eigentlich das Gegenteil. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich verwenden die Leute das einfach falsch. Wie man sieht, ist es eine sehr zähe Farbe. Und ja klar, dass dann die Airbrush verstopft. Ich meine, muss man halt ein bisschen verdünnen und dann kommt man da sehr gut zurecht damit. Die Farbauswahl ist auch ziemlich groß bei Revell, allerdings nicht perfekt. Es gibt ein paar Lücken, zum Beispiel lila, violett, so in der Richtung. Die muss man sich halt selber mischen, aber das geht auch hervorragend mit denen. Man kann auch sehr gut mit anderen Marken sozusagen mischen, wie zum Beispiel Live Color und so weiter. Da wäre jetzt auch schon bei der nächsten Acrylfarben Sorte, die ich verwende, die Live Color Farben. Sind auch sehr hervorragend, aber auch sehr teuer. Wie ihr seht, die sind wesentlich dünnflüssiger. Und ja, die kann man eigentlich so, wie sie sind, ins Airbrush reintun. Und versprühen braucht man eigentlich kaum verdünnen. Und durch die hohe Deckkraft, was sie besitzen, kann man sie auch in so einem flüssigen Zustand sehr gut mit dem Pinsel verarbeiten. Und die decken wirklich hervorragend. Also die sind wesentlich besser wie die Revell-Farben, das steht außer Frage, aber halt auch doppelt so teuer. Live Color bietet ja immer so Sets an, wie zum Beispiel hier für die Hautfarben, und hat man eben 6 Farben dabei, um Schattierungen an der Figur gut bemalen zu können. Kann ich sehr empfehlen, das kostet so ungefähr 15 Euro und da gibt es verschiedene Sets, schwarz, weiß, mit den verschiedenen Schattierungen, das ist sehr, oder grün auch mittlerweile, Metall, sicher keine schlechte Investition. Dann habe ich hier noch ein paar E-Mail-Color-Farben von Revell. Die habe ich früher eigentlich ausschließlich verwendet. Allerdings bin ich davon abgekommen, weil die so stinken. Das ist sehr unangenehm und natürlich, was stinkt, ist auch gesundheitsschädlich. Da sind haufenweise Lösungsmittel drin und ja, wenn man beim Modellbau ein bisschen auf die Gesundheit achtet, kann das ja auch nicht schaden. Ja, das sind so kleine Döschen, da ist nicht viel drin. Aber es gibt nach wie vor sehr viele Modellbauer, die drauf schwören und die auch nichts anderes verwenden. Das bleibt jedem selber überlassen. Ich bin da sehr davon abgekommen. Mittlerweile ist ja die Auswahl an Acrylfarben auch sehr groß und umfassend und die Qualität stimmt ja auch. Also für mich persönlich gibt es eigentlich keinen Grund mehr, die zu benutzen. Eine gute Ergänzung zu den Acrylfarben, vor allem wenn man Figuren bemalt, sind dann Ölfarben. Da kann man jetzt Künstlerölfarben nehmen. Zum Beispiel diese hier waren ganz billig, die sind auch nicht schlecht. Aber da verwende ich hauptsächlich von der 502. Abteilung diese Ölfarben. Ja, das ist eigentlich von MIG, das steht hier drauf, Powered by MIG. Die sind gut, um eben Schattierungen zu machen und auch für Washes sehr gut geeignet und Trockenmalen und so weiter. Also es sind sehr tolle Farben, wo man sich dann mal mit beschäftigen sollte bei Gelegenheit. Am besten verwendet man die so, dass man sie einige Zeit, bevor man die eben verwenden will, auf einen saugenden Untergrund gibt, zum Beispiel hier so ein Küchentuch oder auch Karton.
weil da einfach so komische Öle drin sind und ja, die werden einfach aufgesaugt und dann bleibt wirklich nur die Farbe zurück und dann ist es genau richtig. Ja, und dann am besten zum Trockenmalen oder auch mit Verdünner verwenden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt hier zum Beispiel geruchloses Terpentin. Man kann auch Leinöl verwenden oder auch andere, ja, Lösungsmittel und Öle, die Künstler verwenden. Da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Also ich weiß auch nicht, inwieweit das jetzt einen Unterschied macht vom Ergebnis her. Ich finde dieses geruchlose Terpentin ist hervorragend. Ich sage, es riecht nicht unangenehm und es ist auch nicht so aggressiv wie anderes Terpentin. Wenn ich jetzt mit Acrylfarben was bemalt habe, brauche ich da überhaupt keinen Klarlack oder so aufbringen, um die Schicht zu schützen, weil das Terpentin greift es überhaupt nicht an. Bei den Farben hier muss man ein bisschen aufpassen, da würde ich schon Klarlack verwenden, wobei das Terpentin wirklich minimal was ablöst, aber bei dem Gold fällt es halt voll auf, weil dann überall hat man so, ja, so Goldschimmern, wo es eigentlich nicht sein sollte. Aber bei anderen Farben wahrscheinlich nicht so tragisch. Also sehr zum Empfehlen, mit dieser Kombination kommt man sehr gut zurande. Also wie ihr seht, ich verwende eigentlich schon eine ziemlich große Auswahl an Farben und ja, ich denke mal, das ist auch das Salz in der Suppe, weil man einfach da, jede Farbe hat so seine Vor- und Nachteile und für verschiedene Effekte geeignet und ja, da schöpft man sozusagen aus dem Vollen. Acrylfarben für grobe Arbeit, Ölfarben für die Feinarbeit und das Gold einfach, weil da die Goldacrylfarben einfach nicht taugen. Gut, ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Einblick gekriegt, wie meine Methoden und meine Materialien so sind. Wenn ihr vielleicht noch weitere Vorschläge habt für ein Let's Talk About Video, lasst es mich wissen. Ich habe jetzt schon über mein Airbrush, meine Pinsel, über den Wittmann, ja, also schon verschiedene Sachen gemacht und wenn euch nur was einfällt, was euch noch fehlt, sagt es einfach.